Diesmal geht es um den Oszillator hier, der sieht ziemlich bekannt aus, denn es handelt sich um den Bulls Power Oszillator, das Gegenstück zum Bears Power Oszillator. Schauen wir also mal, wie man den programmieren kann. Dieses Mal werden wir den Bulls Power Oszillator berechnen und ihn verwenden, um ein Einstiegssignal für ein Handelssystem zu erstellen. Der Bulls Power wird unterhalb des Kerzencharts angezeigt und zeigt Zahlen an, die entweder über oder unter 0 liegen. Zunächst erstellen wir eine neue Datei namens check-entry Bulls Power und legen sie in dasselbe Verzeichnis wie die anderen Systemdateien. Die neue Datei verwendet eine Funktion namens check-entry und wir erstellen eine Variable namens Signal, die dazu dient, unser berechnetes Signal am Ende der Funktion zurückzugeben. Außerdem benötigen wir ein Array, um die Preisinformationen für einige Kerzen zu speichern. Lassen Sie uns nun weitermachen und definieren, was unsere oszillierende Funktion ist. Dafür hat MQL5 eine eingebaute Funktion namens iBulls Power. Es müssen 3 Parameter angegeben werden. Die ersten beiden sind für das aktuelle Symbol und die Periode im Chart und der dritte ist für die Berechnungsperiode. In unserem Fall ist es 13. Dann verwenden wir ArraySetAsSeries, um unser Array zu sortieren, beginnend mit der aktuellen Kerze und absteigend. Jetzt können wir CopyBuffer verwenden, um Daten zu unserem Array hinzuzufügen. Wir tun dies für die Definition, die wir gerade vorgenommen haben, und für Puffer 0. Wir wollen mit der aktuellen Kerze 0 beginnen und die Kursdaten für die nächsten 3 Kerzen kopieren. Unser Preisarray enthält das Ergebnis. Und deshalb können Sie jetzt den Wert für die aktuelle Kerze ermitteln, indem Sie sich das Preisarray und insbesondere den Wert für Kerze 0 ansehen. Jetzt können wir das Kaufsignal ermitteln. Wenn der Bulls Power Wert größer als 0 ist, wollen wir das als Kaufsignal verwenden. Vergeben wir also für unser Signal das Wort Buy. Im anderen Fall wollen wir verkaufen, wenn der Wert kleiner als 0 ist. Zu diesem Zeitpunkt wollen wir der Signalvariablen den Wert Sell zuweisen. Am Ende der Funktion verwenden Sie bitte die Return-Funktion, um den berechneten Wert an unser Hauptmodul zurückzusenden. Das Einstiegsmodul ist jetzt fertig. Speichern Sie es am besten gleich. Dann müssen Sie die Hauptdatei öffnen und nach dem Teil suchen, in dem Sie das Einstiegssignal hinzufügen müssen. Das können Sie tun, indem Sie den Dateinamen für unser Einstiegssignal nach der Include-Anweisung einfügen. Bitte entfernen Sie jedes andere Einstiegssignal, indem Sie 2 Schrägstriche davor setzen. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Hauptmodul und das soeben erstellte Einstiegsmodul kompilieren, indem Sie F7 drücken oder auf die Schaltfläche Kompilieren klicken. Wenn alles gut gegangen ist, sollten Sie keine Fehler erhalten, sondern nur einige Warnungen. Okay, der Bulls Power Oszillator ist jetzt fertig. Ich hoffe, das hat bei Ihnen auch funktioniert. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.